Acryl trocknet sehr schnell, wodurch es schwer ist, weiche Farbverläufe zu malen. Ich zeige dir 3 Methoden, wie man das auf Leinwand hinbekommt. Wasser, direkten Farbauftrag und Großformate. Wasser. Die gesamte Fläche wird mit Wasser nass gemacht. Und schon habe ich ein Problem, das Wasser perlt auf der Leinwand ab. Das passiert bei manchen Leinwänden. Ich nehme etwas Seife und wische die Oberfläche ab. Jetzt kann ich meinen Kreppstreifen für den Horizont nicht mehr aufkleben. Na ja. Ich tropfe die Farben direkt auf die Leinwand und vermische sie mit einem breiten Pinsel. Zum Abschluss ziehe ich den Pinsel in parallelen Bewegungen immer in die gleiche Richtung. Und dann nochmal um 90 Grad versetzt. Dadurch erreicht man einen schönen Farbverlauf. Man kann das nochmals im Winkel von 45 Grad wiederholen. Ich deute einen Horizont an, indem ich einen Strich aufmale und diesen dann mit dem trockenen Pinsel zart verwische. Direkter Farbauftrag. Statt mit Wasser wird die gesamte Fläche mit viel weißem Acryl benetzt. Natürlich werden die Farben dadurch pastellartiger.
Zuerst werden die Farben mit breitem Pinsel auf der Bildfläche verteilt. Und dann senkrecht und waagerecht in der gleichen Richtung verstrichen. Der Pinsel sollte dabei so wenig Farbe wie möglich enthalten. Dadurch entsteht der weiche Farbübergang. Großformat. Zuerst einmal schauen wir uns die Vorbereitungen an. Das A und O eines weichen Farbverlaufs ist, dass die gesamte Bildfläche während des Malens komplett feucht bleibt. Im ersten Beispiel wurde das durch das Verteilen von Wasser erreicht. Beim zweiten Beispiel wurde weiße Acrylfarbe auf der Bildfläche verteilt. Hier haben wir ein sehr großes Format von 120 auf 120 cm und da funktionieren diese Methoden nicht. In die Bildmitte wurde daher sehr viel weiße Acrylfarbe gegeben und diese mit einem Trocknungsverzögerer vermischt. Der Trocknungsverzögerer, auch Retarder genannt, erlaubt es, ein kleines bisschen länger nass in nass zu malen. Die gesamte Bildfläche wird also wieder mit Farbe benetzt. Hier wurde ein sehr breiter Spachtel verwendet. Schließlich muss ziemlich schnell gearbeitet werden. Anschließend wird wieder die Farbe verteilt und mit Criss-Cross-Bewegungen mit dem Pinsel verteilt. Dieses Kreuz- und Querarbeiten bringt wieder die weichen Übergänge. Allerdings kann man auf diesem großen Format schlecht über die ganze Bildfläche arbeiten. Man muss also immer einen Teilbereich behandeln. Die Gesamtfläche kann somit nicht komplett mit sehr weichen Farbübergängen gemalt werden. Das Ergebnis hat jedoch auch einen gewissen Charme. Vielen Dank für dein Interesse.